Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Suizidalität. Haben Menschen im Autismus-Spektrum ein höheres Suizidrisiko, wurde ich gefragt. Ja, in der Tat, Menschen im Autismus-Spektrum haben ein höheres Suizidrisiko als neurotypische Menschen. Und zwar bereits mit Beginn der Kindheit. Das liegt sicherlich nicht vorrangig am Autismus, sondern an den Reaktionen, die diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen von ihrem Umfeld erfahren. Immer wieder mitzubekommen, dass einem etwas nicht gelingt, obwohl man sich so sehr bemüht. Immer wieder zu erleben, dass andere ganz leicht Sachen schaffen, die man irgendwie nicht schaffen kann oder nicht gut schaffen kann. Das macht schon etwas mit dem Selbstbewusstsein und das führt zu Stress. Die meisten Menschen im Autismus-Spektrum, die einen Suizidversuch unternommen haben, haben auch eine Depression oder haben in einer Depression gehandelt. Und wir wissen, zu einer Depression gehört zum einen eine Anlage, eine Bereitschaft, eine Verwundbarkeit für eine Depression und auf der anderen Seite erlebter Stress. Je höher die Verwundbarkeit, desto weniger Stress muss dazukommen. Und wir wissen, im Autismus-Spektrum zu leben ist eine sehr anstrengende Variante des Menschseins. Die Stressbelastung ist also häufig sehr viel höher als bei Gleichaltrigen. Wir wissen, es gibt einige Schutzfaktoren, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene davor schützen können, Selbstmordgedanken und Selbstmordabsichten zu entwickeln. Dazu gehören enge, vertrauensvolle Beziehungen, ein Umfeld, in dem sie wertgeschätzt werden und in dem auch ihre Stärken gesehen werden und ein Umfeld, was ihren Bedürfnissen entspricht und auf das sie auch Einfluss haben können. Aber auch diese sogenannten Resilienzfaktoren werden erst gerade untersucht. Also man ist gerade auch erst in Untersuchung auf der Spur nach den Schutzfaktoren für Suizidabsichten. Aber selbstverständlich haben nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum Suizidgedanken oder unternehmen den Versuch einer Selbsttötung, denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich, Autismus.